zum Rosa Detlef 2021 Kategorie Gruppe. Der Rosa Detlef 2021 in der Kategorie Gruppe geht an die Queerdenker e.V. Vielen Dank, Martina. Ich glaube, das war die schwierigste Verkündung eines Rosa Detlefs überhaupt, weil was ein einzelner Buchstabe so alles anrichten kann. Ich verrate ein Geheimnis, wir haben es vorher geübt, weil mir war das dann doch ein bisschen zu heiß. Aber wenn irgendjemand von euch nun denken sollte, dass er nicht wichtig ist in dieser Welt, für diese Gesellschaft, weil ich kleines Ich, das ich bin, doch ich nicht so wichtig bin, weil der kleine Buchstabe doch keinen Unterschied machen würde in der Welt, der schaue sich dieses E an. Denn dieser eine kleine Buchstabe, der macht den ganzen Unterschied aus. Zwischen Verschwörungsverschwurblern und, nun ich werde mich nicht noch weiter über diejenigen ohne das zweite E im Namen auslassen, so schwer es mir auch fällt. Also den Unterschied zwischen denen und den Queeren, den Jungen, den Bewegenden, denen, die die Welt aufmischen, die sich einmischen, den Queerdenkenden. Und eigentlich käme hier jetzt eine kurze Vorstellung der Gruppe durch die Jury, also sprich mich. Aber ich habe mich für eine Programmänderung entschieden. Warum soll ich die Gruppe vorstellen, wenn das die jungen Queerdenkerinnen und die queeren Queerdenker, die kreativen Queerdenkenden selber so viel besser könnten als der alte Pfarrer? Sie dürfen sich selber vorstellen. Also queer bedeutet entweder sozusagen, kann ein Überbegriff sein, alles was Regenbogen ist sozusagen, oder es kann als Identität für sich stehen, wenn man sich zum Beispiel nicht festlegen möchte. Man braucht Menschen, die die Kraft haben, und Menschen, die das noch lernen müssen, den Weg zu bereiten. Und ich finde es einfach tatsächlich sehr wichtig, dass wir da rausgehen und sagen, hey, so sieht es bei uns aus, so leben wir, so sind wir. Und dass es auch okay ist, dass wir da sind. Und dass, wenn man eine queere Identität hat und dass man sagt, ich bin anders und ich bin stolz darauf. Bei uns kann jeder kommen, es ist eine Jugendgruppe vor allem, die aber das Thema bietet und den Austausch der queeren Szene. Man muss ein Selbstbewusstsein finden, um solche Sachen zu kommunizieren, und dafür ist unsere Gruppe gut. Also man kann sich da einfach treffen, sich über sich selber klar werden, ein richtiges Vokabular finden, um sich selber auszudrücken in der Gesellschaft. Das Besondere an den Queerdenkern ist, finde ich, einfach, dass man sich nicht ausweisen muss und nicht beweisen muss, dass man eine gewisse Sexualität oder ein Gender hat, das außerhalb der Norm ist. Man kann einfach hinkommen. Aber es ist ein Ort, an dem man völlig frei dazu stehen kann, wenn man möchte, oder sich auch ausprobieren kann. Das ist das Schöne daran, es sind so viele unterschiedliche Menschen. Man hat nicht irgendwie die drei Leute, die halt jeder irgendwie so als queer kennt, sondern wirklich alle möglichen Kombinationen von Queerness in unglaublich vielen tollen Menschen. Also es ist besonders hier, weil einfach alle möglichen Leute zusammenkommen, weil wir nicht nur irgendwie eine festgelegte Gruppe sind für eine spezielle Zielgruppe, sondern halt einfach alle möglichen Leute hierher kommen können, wir offen sind für jeden. Ich finde, hier ist halt wirklich jeder so, dass man respektiert wird in jeder Hinsicht. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass es hier einen Ort gibt für queere Jugendliche, für Jugendliche, die eben nicht der Norm entsprechen,
um sich auszutauschen, um zu sehen, es gibt Menschen wie uns und es kann uns gut gehen, wir können glücklich sein, wie wir sind. Und allein das zu sehen, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, kann unglaublich mächtig sein, kann einen so viel glücklicher machen im Leben. Queerdenkenden, das ist eine Jugendgruppe, das heißt, es sind hauptsächlich Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, die im Moment gerade noch richtig an die Uni und richtig in den Schulgang dürfen und die am Arbeiten sind. Ich habe hin und her gemailt und wir haben versucht, irgendjemand von der Gruppe tatsächlich hierher zu bringen. Leider konnte die eine dann doch nicht, aber der andere dann schon und dann war es umgekehrt. Es kann sein, dass sich noch jemand reingeschlichen hat, unangemeldet, aber ich vermute es nicht. Wir werden den Preis dann den jungen Leuten überreichen. Ich verstehe es vollständig, wenn die sagen, wir müssen uns jetzt auf das bisschen richtig Präsenzunterricht vorbereiten, das wir noch kriegen, bevor es wieder schlimmer wird. Ich freue mich, dass die da sind. Ich freue mich auch ganz besonders, dass ich jetzt eine Vorstellung beginnen darf mit diesem berühmten Satz, den ich schon so lange mal sagen muss. Der nächste Redner bedarf keiner Vorstellung. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich ihn adäquat vorstellen soll. Ein gestandener Mann. Auf der Folie steht, was auch auf der Webseite steht, ich bin nicht schuld. Es müsste natürlich eigentlich heißen Bündnis 90 die Grünen und nicht bloß die Grünen. Du solltest mal dein E-Mail auch gucken. Auf jeden Fall, also deine Webseite. Auf jeden Fall freuen wir uns. Oliver Hildenbrand, seines Zeichens Landesvorsitzender von Bündnis 90 die Grünen, Landtagsabgeordneter für den Stuttgarter Norden und wahrscheinlich noch viele andere Sachen, aber das bedarf alles nicht der Vorstellung. Wir freuen uns auf eine Laudatio von dir. Ja, liebe Martina Grohmann, lieber Axel Schweigert, lieber Jochen Gewicke, liebe Freundinnen des Rosa Detlefs, liebe Stuttgarter Regenbogen-Community. Ich freue mich sehr darüber, dass wir diesen Nachmittag hier im Theater Rampe gemeinsam verbringen können und ich freue mich sehr darüber, dass ich hier heute sprechen darf über ein ganz besonderes Engagement, über ganz besondere Menschen, über die Preisträgerinnen des Rosa Detlef 2021. Baden-Württemberg ist ein Ehrenamtsland. Fast die Hälfte aller Menschen, die hier leben, engagiert sich für das Gemeinwohl, also für uns alle. Diese Menschen stärken unsere Demokratie, sie leben gesellschaftliche Solidarität und sie festigen das soziale Miteinander. Dieses freiwillige Engagement ist wertvoll und unbezahlbar. Und das gilt natürlich, selbstverständlich, auch für den Einsatz für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen. Es geht dabei um nicht weniger als um die Einlösung dieses großartigen Versprechens der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte, nämlich dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Der Rosa Detlef ist ein Engagementpreis aus der Community für die Community. Es geht darum, Engagement sichtbar zu machen und Engagement zu würdigen. Es geht um Anerkennung und Dank, aber genauso auch um Ansporn und Ermutigung. Mein herzlicher Dank, mein erster Dank, gilt allen, die den Rosa Detlef möglich machen. Insbesondere allen Verantwortlichen und Engagierten bei der Salz der Erde MCC-Gemeinde Stuttgart ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich jetzt, die diesjährigen Preisträgerinnen in der Kategorie Gruppe noch näher vorstellen zu dürfen. Die Queerdenker. Die Queerdenkerinnen sind eine Jugendgruppe in Stuttgart, die von queeren Jugendlichen für queere Jugendliche gegründet wurde. Sie entstand vor allem aus dem Wunsch heraus,
einen offenen und inklusiven Ort und Raum für LSBTIQ-Jugendliche zu kreieren. Ein Ort, der nicht auf binär-geschlechtlicher Trennung basiert. Dieser Ort soll für junge Menschen eine Möglichkeit sein, ihre Identität in einem sicheren Umfeld zu erforschen und auszuleben und andere queere Menschen kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Dafür organisieren die Queerdenkerinnen monatlich ein Treffen im Café Ratz mit wechselndem Rahmenprogramm. Parallel werden öffentliche Events organisiert, zum Beispiel Festivals, Workshops und, was mir aber ganz besonders wichtig ist, es ist nicht nur ein Safe Space, ein sicherer Ort, nicht nur ein Social Space, ein sozialer Ort der Begegnung, sondern auch ein Political Space, ein sehr politischer Ort. Denn diese Jugendlichen gehen immer wieder sichtbar, laut, kreativ auch an die Öffentlichkeit und tragen ihre politischen Forderungen ganz laut und ganz überzeugend vor. Ich finde, dieses Video, das wir gesehen haben, spricht da wirklich für sich. Und ich muss sagen, was mich besonders beeindruckt an dieser Jugendgruppe ist, hier wird Queerness nicht nur gedacht, sondern hier wird Queerness wirklich gelebt. Und mir gefällt auch ganz besonders gut, dass die Arbeit dort geleistet wird, ganz konsequent ausgerichtet ist auf Wertschätzung, auf Ermutigung und auf Empowerment. Und ich habe mir vorgenommen, sowohl bei dieser Laudatio für die Preistragenden in der Kategorie Gruppe und Organisation, wie auch später in der Kategorie Einzelperson, möchte ich immer auch eine klare politische Forderung formulieren. Und ich hoffe und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich hier auch die politischen Gedanken der Queerdenkerinnen sehr gut treffe. Die politische Forderung, die ich formulieren möchte, ist folgende. Das veraltete Transsexuellengesetz muss endlich abgeschafft werden. Wir brauchen ein modernes Selbstbestimmungsgesetz. Das Leitbild soll die persönliche Freiheit sein und nicht irgendwelche Ordnungsvorstellungen über die Geschlechter. Es ist höchste Zeit, dass die tatsächliche Vielfalt von Identitäten akzeptiert wird, anstatt trans- und intergeschlechtliche Menschen in vorgegebene Raster zu pressen und ihnen das Leben schwer zu machen. Selbstbestimmung muss Gesetz werden. Und ich finde es total wertvoll, dass die Queerdenkerinnen es schaffen, eben über dieses Thema, die Vielfalt von geschlechtlichen Identitäten, so klar, so offen, so beeindruckend zu sprechen. Dieses queere Denken ist auch ein sehr frisches Denken. Es ist auch ein sehr erfrischendes Denken. Und mir ist deshalb ganz wichtig, herzlichen Glückwunsch zu sagen, aber auch herzlichen Dank für dieses beeindruckende Engagement. Denn wir sollten nicht vergessen, Freiheit ist etwas, das für alle Menschen größer wird, wenn die Freiheit wirklich für alle Menschen gilt. Und der Einsatz gegen heteronormative Vorstellungen, der Einsatz gegen antiquierte und einengende Geschlechterrollen ist ein Einsatz, der mehr Freiheit für alle bringt. Ganz, ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch